Der Zeekr 007 ist die neue elektrische Limousine der Premium-Marke des chinesischen Geely-Konzerns. Und da erinnert nicht nur der Name, sondern auch das jüngst veröffentlichte Teaser-Video unmissverständlich an James Bond. Alles, was man vorab zum Zeekr 007 wissen kann, erfahrt ihr jetzt hier auf Project Drive. Der Zeekr 007 war zuvor nur unter dem Codenamen CS1E bekannt. Der Vorverkauf des neuen Modells soll am 17. November starten, also nächste Woche am Freitag. Vermutlich wird das Auto auch am gleichen Tag enthüllt, dem ersten Tag der Guangzhou Auto Show. Zeekr will im Jahr 2024 zu uns nach Deutschland kommen, und zwar mit dem kleinen SUV Zeekr X und dem Oberklasse Crossover 001, der in China schon seit 2021 auf dem Markt ist. Ein genauer Termin für den Zeekr-Start in Deutschland ist noch nicht bekannt. Ob der 007 zu uns kommt, bleibt ebenfalls offen. In China wird zudem der große Van Zeekr 009 angeboten. In den ersten 9 Monaten des Jahres 2023 verkaufte Zeekr fast 80.000 Stück davon in China. Bestseller ist der Zeekr 001, er machte fast 70% des Umsatzes aus. Der 009 und der X folgten mit jeweils etwa 10.000 verkauften Autos. Die Silhouette des Autos erinnert vage an das Tesla Model 3. Die Dachlinie sinkt allerdings erst weit hinten ab, nach der C-Säule. Das lässt auf eine gute Kopffreiheit im Fond schließen. Die am Anfang des Videos zu sehende Lichtsignatur besteht nur aus 2 übereinander liegenden Lichtlinien, die sich über die gesamte Breite ziehen. Am Heck gibt es ebenfalls eine hier rote Lichtlinie, die in der Mitte allerdings unterbrochen ist. Zudem gibt es dort einen leuchtenden Zeekr-Schriftzug. Zum Interieur ist aktuell noch nichts bekannt, das könnte sich aber ab dem 17. November auf der Guangzhou Auto Show ändern. Der Zeekr 007 ist 4,86 Meter lang und 1,45 Meter hoch. Der Radstand bemisst sich auf 2,92 Meter. Somit ist der 007 insgesamt etwas kleiner als der Zeekr 001 und tritt somit größentechnisch eher gegen das Tesla Model 3 an. Das Auto basiert auf einer Plattform namens PMA2 Plus, von der man bisher noch nicht wirklich viel gehört hat. Diese Architektur wurde von Geely und Volvo entwickelt. Auch Polestar und Lotus nutzen sie, genauso wie das 3. und 4. Smart-Modell sowie der Geely Galaxy E8 und E9. Die Plattform unterstützt auch 800-Volt-Systeme, das heißt aber nicht unbedingt, dass der Zeekr 007 auch ein 800-Volt-System hat. Auch die SEA-Plattform unterstützt 800 Volt, aber die meisten Versionen des Zeekr 001 haben ein 400-Volt-System, während der 001 FR 800 Volt besitzt. Allerdings ist die angegebene Ladezeit von 30 Minuten für eine komplette Aufladung doch sehr kurz. Der Antrieb des Zeekr 007 ist mit 150 kW und 350 Newtonmeter Drehmoment eher bürgerlich ausgelegt. Damit braucht der Wagen 6,5 Sekunden für den Standardsprint. Zum Vergleich, das Basismodell des Model 3 hat 208 kW, ist aber beim Sprint mit 6,1 Sekunden nicht viel schneller. Als erstes Zeekr-Modell verfügt die elektrische Mittelklasse-Limousine auch über LiDAR-Technik, die Sensoren sind im Video auf dem Dach erkennbar. Wenn der Zeekr 007 gegen das Tesla Model 3 antritt, sollte er auch ähnliche Preise bekommen. Naja, so scheint es zumindest. Denn Zeekr ist schon eher eine Premium-Marke und wird höchstwahrscheinlich etwas teurer werden. Das sind aber erstmal nur Spekulationen, einen offiziellen Preis gibt es noch nicht. Ihr könnt mir aber gern unter das Video schreiben, was ihr denkt, was der kosten wird. Was haltet ihr von einer elektrischen Limousine von Zeekr? Wäre der was für euch? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!